Hallo und herzlich willkommen aus Österreich. Heute geht es mal um die FIMI X8 Mini. Das ist die zweite Generation von FIMI, von der leichten 249 Gramm Drohne. Und hier haben wir natürlich schönes Wetter und perfektes Ausprobierwetter für diese Drohne. Und ich will euch mal so einen kleinen Rundumblick geben, was hier sozusagen an schöner Landschaft direkt vorhanden ist. Und dank des Osmo Pocket 3 kann ich das auch machen. Das Ding ist richtig super, gibt es aber nochmal ein extra Video von mir. Ansonsten schauen wir uns hier mal die FIMI X8 Mini jetzt direkt an. Was kann sie, was hat sie drauf, was hat sie nicht drauf, ist sie gut, ist sie schlecht? Alles jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Zum Thema Transparenz muss ich natürlich sagen, die Firma FIMI hat mir diese Drohne zugeschickt zum Testen, aber meine Meinung bleibt natürlich meine Meinung und davon wird nicht abgewichen. Also was Gutes kann ich sagen und was Schlechtes kann ich natürlich auch sagen und deswegen gibt es hier alles in diesem Video. Wenn wir uns die Tasche hier direkt anschauen, dann finde ich das natürlich erstmal super. Also diese Tasche ist ein richtiges, gutes Giveaway. Das gibt es natürlich dann in zwei Variationen. Das heißt, einmal kriegst du die Drohne mit einem Akku, komplett die Drohne und dann nochmal das Steuerteil. Ich glaube so um die 299 bis 279 Euro. Und ab 350 Euro gibt es dann dieses Paket. Da sind zwei Akkus drin, die Drohne, die Steuerung, alle Kabel, die du brauchst. Aber wie gesagt, ich finde die Kompaktheit dieser Tasche so richtig schön. Also das ist wirklich eine richtig gute, gelungene Geschichte. Hier hält alles, hier ist alles direkt fest. Ein Akku ist jetzt schon in der Drohne drin und hier haben wir, wie gesagt, das zweite Akku. Dann hast du die Steuerung, ein bisschen Papierkram zum Lesen und natürlich alle Kabel, die du dann hier drunter verstauen kannst. Finde ich auch richtig super. Also hier sind dann die Kabel drin und dann hast du alles mit. Die Drohne, das Steuerteil, die Kabel und den Papierkram, den kannst du ja hier vorne reinstecken, beziehungsweise nochmal ND-Filter. Dafür ist auch nochmal Platz oder andere Zubehörgeschichten für die FIMI X8 Mini. Aber was die so drauf hat, das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar gibt es jetzt erstmal die technischen Daten. Und wenn wir die mal so ein bisschen ausklappen, dann sehen wir natürlich ein kompaktes Design. Dreiachsen-Gimbal ist natürlich vorhanden bei der FIMI X8 Mini V2 und die Propeller machen auch einen wertigen Eindruck. Eigentlich so das ganze Gehäuse. Das Akku hast du hier hinten drin und dann drückst du hier einfach bloß eine Taste, ziehst das Akku raus und siehst natürlich dann in diesem Bereich nochmal Platz für deine Micro SD-Card. Und ich habe hier eine 256 GB SD-Karte mit drin und die reicht dicke für richtig gute Aufnahmen und für andere Geschichten. An der Seite dann nochmal ein bisschen Kühlung und ein bisschen Lüftung. Und hier hinten gibt es auch nochmal einen ganz kleinen Schalter, da kann man dann die Frequenzbereiche umstellen, kommen wir aber noch später dazu. Jetzt gibt es erstmal die technischen Daten und wir starten natürlich mit der Kamera. Diese ist eine 26 mm Kamera mit f2.0, das Ganze dann mit 12 Megapixeln und die Höchstleistung sind 4K 30 FPS. Von den Bildvariationen kannst du natürlich runtergehen bis auf HD-Format und du kannst hier auch in verschiedenen Bildformaten drehen, sogar in F-Log, das ist ebenfalls möglich. Die Speicherkarte, die hier drin ist, die nimmt dann natürlich mit einer Geschwindigkeit von 100 Megabyte pro Sekunde auf, also bis zu 100 Megabyte pro Sekunde. So die größeren, schnelleren Drohnen, die haben so bis 130 Megabyte pro Sekunde. Da reinstecken musst du natürlich trotzdem eine schnellere MicroSD-Karte. Ich würde eine V30-Karte empfehlen, die macht das definitiv. Bei den Akkus gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten und zwar gibt es einmal das leichtere Akku, das bekommst du dann in der einfachen Version dazu oder du kriegst nochmal die etwas schwereren, leistungsstärkeren Akkus dazu. Damit kommt deine Drohne dann aber auf 266 Gramm. Mit den ganz normalen Akkus wiegt sie 249 Gramm. Von der Akkulaufzeit kann ich so aus Erfahrung sagen, liegt ungefähr ein Akku bei circa, so knapp 30 Minuten Laufzeit. Jetzt, wenn es ein bisschen kühler ist, wir haben November in Österreich, da geht es dann so in die 20, 22 Minuten. Aber ansonsten kannst du mit dem Akku so knapp 30 Minuten fliegen. Natürlich nicht, wenn du die Restsicherheitszeit von 20% abziehst, dann sind es wie gesagt 15 bis 20 Minuten, ansonsten eine knappe halbe Stunde. In der Kamera ist jetzt ein verbesserter Sensor, ein 1:2,5 CMOS Sensor mit 12 Megapixeln und maximal kriegst du hier Videodaten raus von 4K und 30 FPS. Du kannst natürlich, das zeige ich euch nachher nochmal im Menü, auch mit dem Digital-Zoom arbeiten. Ist aber meistens so, dass du wirklich die volle Auflösung dann drehen kannst und im Schnitt lieber zoomen kannst. Das macht sich dann hier nicht so gut, weil es immer von der Bildqualität so ein bisschen abrutscht.
Die Windbeständigkeit, die ist ganz gut bis Windstufe 5. Ich habe es schon mal so ein bisschen getestet bei etwas stärkeren Winden und da hat sie sich echt ganz gut geschlagen. Ansteuern lässt sie sich auch unwahrscheinlich gut. Also die ist schon relativ vernünftig über die Steuerung bedienbar und wenn du dann den rechten Hebel oder den linken Hebel drückst, dann geht sie auch dahin, wo du möchtest und das wirklich zackig und richtig strange. Also da habe ich bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gehabt. Von der Steuerung her muss ich sagen, ist die FIMI X8 Mini wirklich gar nicht mal so schlecht. Wenn man sich die Steuerung so anschaut, ist das wirklich sehr übersichtlich, auch mit den Antennen hier richtig gut gelöst. Das Telefon ist in der Steuerung richtig fest eingelassen, das hält. Hier hast du immer noch die Übersicht von deinem Akkustand. 4 Leuchten sind jetzt vorhanden, wenn es bis auf 1 runter ist, dann ist er relativ leer. Und hier hinten die Kurzbedienungstasten, hier wird der Gimbal dann hoch und runter geneigt und hier kannst du die Aufnahme auslösen. Wiederum auf der anderen Seite gibt es nochmal die Fotoauslösung und das ist gar nicht mal so schlecht. Also mir gefällt die Steuerung richtig gut. Sie lässt sich schön fest in der Hand halten. Sie ist optimal. Schade, dass man hier keinen Gurt anbringen kann, sodass man hier vielleicht noch eine Gurthalterung hat zum Fahrradfahren oder für andere Geschichten. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ansonsten kann man wirklich mit der Steuerung richtig gut arbeiten. Und das große Display auf dem Telefon hilft dir natürlich weiter, dich zu orientieren und dich hier schöne Drohnenaufnahmen machen zu lassen. Gefällt mir richtig gut. Also mit der Steuerung hat FIMI wirklich alles richtig gemacht. Eine maximale Aufstiegsgeschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde hat sie natürlich auch. Bei der Fluggeschwindigkeit sind es dann 16 Meter pro Sekunde und im Sportmodus bis zu 60 km/h. Schauen wir uns mal die App an und die verschiedenen Videoeinstellungen. Hier kannst du schon eine ganze Menge machen. Du kannst hier zwischen Foto und Video umschalten, kannst gleichzeitig dann nochmal die Videoeinstellungen machen und mit One-Touch-Film hast du natürlich hier die verschiedenen Möglichkeiten zwischen Segeln, Selfie-Flug, der Umlaufbahn, das heißt dem Umkreisen, Spirale und viele andere Möglichkeiten. Du kannst dann auch nochmal die verschiedenen Meterzahlen hier einstellen, wenn du das so ein bisschen auf weitere Entfernungen machen möchtest. Und dann natürlich auch noch Panoramaaufnahmen machen. Muss natürlich erstmal wieder die ganzen Geschichten hier drücken und gehst dann wieder zurück in den Videomodus oder in den Fotomodus. Und wenn du dann im Videomodus bist, kannst du hier über die Einstellung natürlich noch viele andere Geschichten ändern. Erstmal kommen hier allgemeine Einstellungen wie Flughöhenlimit und Sportmodus, Präzisionslandung, Magnetfeldumgebungsmessung finde ich auch ganz interessant, weil du hast hier verschiedene Möglichkeiten, falls jetzt irgendwelche Stromkabel oder Magnetfelder in der Nähe sind, die deine Drohne beim Fliegen beeinflussen könnten. Dann bei Verlust des Kontakts ist Rückkehr, Landung oder Schweben möglich und so weiter und so fort. Das könnt ihr euch dann mal in Ruhe anschauen. So viele Funktionen. Bei den Bildfunktionen auch schöne Geschichten bei. Zum Beispiel hier 4K 30 FPS ist die höchste Bildeinstellung. Dann kannst du zwischen Auto und manuell wählen. Gleichzeitig die Videoqualität hoch, mittel oder normal einstellen. Den Weißabgleich automatisch. Bei den Farben sind es dann die verschiedenen Farbprofile zwischen Standard, Hell, Schwarz-Weiß und natürlich auch F-Log. Und wir bleiben mal im Standardmodus. Beleuchtungsmessmodus ist dann wiederum Zentrieren, Sportmessung und der Durchschnitt. Hier verändert sich so ein bisschen die Bildqualität und natürlich auch die Bildhelligkeit. Dann haben wir natürlich noch die Videokodierung. Es ist möglich mit 264 im AVC oder mit 265 im HEVC-Codec zu filmen. Dann gibt es auch noch die Funktion hier vertikal zu filmen. Das kannst du natürlich nur machen, wenn der Videozoom aus ist. Heißt praktisch vertikal gibt dir dann sozusagen ein Hochkantbild. Das ist aber nicht so gelöst wie bei DJI, dass sich dann der Gimbal dreht. Das ist hier sozusagen softwareseitig ausgerechnet. Aber wie gesagt, vertikal kannst du hier auch fliegen und man muss natürlich immer das Preis-Leistungs-Verhältnis beachten. Und das ist schon eine gute Ausstattung, wenn man hier so ein bisschen die ganzen Funktionen sieht. Dann gibt es natürlich auch noch den Videozoom. Kannst du bis 6-fach reinzoomen in dein Bild. Rasterlinien hier direkt noch einführen oder ausführen ins Bild, sodass du dann eine bessere Unterstützung hast. Das geht natürlich auch. Und dann den Sportmodus einschalten, wo die Drohne am schnellsten fliegt und so weiter und so fort. Gute Einstellungsmöglichkeiten im Videobereich und natürlich auch im Fotobereich. Das gleiche hast du dann auch nochmal, wenn du von Video auf Foto umschaltest. Und das kannst du hier nochmal tun, auf Foto umschalten, gehst dann nochmal in deine Fotoeinstellung hier direkt rein und siehst, dass du von 8 auf 12 Megapixeln wechseln kannst bei den Fotos. Können wir ja mal ein Foto schießen, schöne Nachtaufnahme,
zack, Fotoerfolg, juhu, er freut sich. Und dann bei den Fotoeinstellungen hast du natürlich auch die gleichen Einstellungen, fast wie bei den Videoeinstellungen. Da gibt es nicht allzu viele Unterschiede. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier die Kalibrierung der Fernsteuerung vorzunehmen und ebenfalls noch weitere Kalibrierungseinstellungen zu machen. Akku wird dir hier angezeigt, welche Temperatur dein Akku hat und wie viel Warnung du einstellen kannst, wenn das Akku sozusagen leer wird. Und im unteren Bereich gibt es dann noch die weiteren Einstellungen zu den Aufzeichnungen, zum Firmware-Upgrade, zur Wartung und auch zum Livestreaming. Du kannst natürlich auch das Ganze dann live streamen und wenn du das möchtest, kannst du dir hier dann die Parameter einstellen. Dann wiederum hier im Hauptmenü verschiedene Anzeigen, wie zum Beispiel die Wasserwaage. Wenn du jetzt die Drohne hin und her fliegst, dann gibt es sozusagen noch die Möglichkeit, hier die Wasserwaage zu sehen. Homepoint, Landung und hier oben noch die Übersichten. Sie ist jetzt 9,7 Meter hoch und hat verschiedene Satelliten hier direkt in der Verbindung und das Akku ist noch relativ voll mit 77%. Hier unten sind dann nochmal verschiedene Videoeinstellungen, wo du dann nochmal korrigieren kannst, wenn du im normalen Modus bist, also nicht im Automatikmodus, sondern im normalen Modus und das ist eigentlich schon eine sehr übersichtliche App, die mir richtig gut gefällt. Da hat Fimi ganze Arbeit geleistet. Vom Fazit her kann ich sagen, dass die Fimi X8 Mini V2 richtig gut gelungen ist. Nun musst du natürlich überlegen, was du mit der Drohne machen möchtest, beziehungsweise wofür die Drohne jetzt da sein soll bei dir. Es gibt natürlich auch die DJI Mini 4 Pro, ich habe sie ebenfalls, 1000 € mit dem richtigen RC-Controller und so weiter und so fort. Aber da gibt es eine Preisspanne zwischen einem Komplettpaket von 350 € und zwischen Komplettpaket bei DJI liegt ungefähr bei 1100 €. Als Pro-Kombo hast du noch einen Akku mehr mit drin. Aber wenn du jetzt Drohnenanfänger bist, sage ich dir ganz ehrlich, ist die Fimi X8 Mini eine richtig gute Drohne für dich. Die hat ein sauberes Preis-Leistungs-Verhältnis, entweder 299 € glaube ich, im Einzelkauf oder 350 bzw. 450 € dann mit der wunderschönen Tasche und den 2 Akkus. Aber ich kann sagen, wenn du anfängst, Drohne zu fliegen, nicht so viel Kapital einsetzen möchtest und wirklich einen zuverlässigen Partner unter 250 Gramm haben möchtest, kannst du die Fimi X8 Mini V2 wirklich ins Auge nehmen, denn die bietet dir wirklich sehr viel Funktion. Active Track ist mit dabei, die verschiedenen spiralförmigen Fluggeschichten und natürlich einige Spielerchen. Des Weiteren kannst du natürlich deine Farbprofile noch ein bisschen ändern und andere Geschichten machen. Wenn das Licht richtig optimal ist, hat die Drohne auch ein richtig gutes Bild. An den Seiten wird sie natürlich ein bisschen unscharf, das muss man dann so ein bisschen irgendwie kaschieren im Schnitt, aber ansonsten ist das Bild relativ warm gehalten, muss ich sagen. Du kannst es aber noch, wie gesagt, in den verschiedenen Bildeinstellungen dann optimieren, sogar auf Schwarz-Weiß oder F-Log programmieren. Das ist ganz gut, aber im Dunkeln, muss ich ehrlich sagen, wenn du jetzt Nachtaufnahmen machen möchtest, ist sie nicht so optimal. Das Objektiv hat natürlich f.2 und bei der DJI Mini 4 Pro ist es, glaube ich, 1.7. Das merkt man, also hier hast du bei Nachtaufnahmen nicht den ultimativen Flair. Die AI beruhigt zwar im Lowlight das Rauschverhalten, aber wenn es dann wirklich um Lichtkontraste geht und um hell, dunkel und so weiter und so fort, dann versinken hier so ein bisschen die Nachtaufnahmen. Also für die Nacht kann ich sie nicht empfehlen. Am Tag bei guten und auch relativ normalen Lichtverhältnissen macht sie dir ordentliche Bilder. Und wie gesagt, als Anfänger, dann für das Kapital kann man hier echt nichts falsch machen. Was ich natürlich festgestellt habe, jetzt im Winter solltest du die Akkus für die Fimi X8 Mini doch schon in der Hosentasche tragen, denn ich wollte jetzt einen Akku wechseln beim letzten Flug hier auf dem Feld und da kam dann in der Bedienung, das Akku ist zu kalt. Und das ist natürlich dann eine Geschichte, wo du sagst, Mensch, das Akku ist zu kalt, jetzt musst du erst mal warten, musst es dir in die Hosentasche stecken und warten bis zum Weiterflug. Also solltest du vorher schon die Akkus bei kälteren Tagen, wie zum Beispiel jetzt sind so Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad und abends werden es dann deutlich unter 0. Da solltest du dann die Akkus schon vorwärmen. Da gibt dir dann die Drohne Bescheid, dass es nicht so optimal ist. Zweite Geschichte, die mir nicht so optimal gefällt, ist dann, wenn du die Drohne anschalten möchtest und hier eingeschaltet hast, einmal kurz, einmal lang und dann nochmal bewegst, kann es passieren, dass du dann auf dem Display eine Störungsanzeige hast. Und das ist natürlich nicht so optimal, denn die Drohne musst du ja schon mal optimal bewegen, zumal wenn die jetzt steht hier, dann ist die relativ tief und niedrig und wenn du die jetzt sozusagen so bewegst und angeschaltet hast, dann kommen schon die leichten Störungsanzeigen im Menü. Ist nicht so optimal. Also solltest du, wie gesagt, die Drohne hinstellen, von hinten im Stand versuchen anzuschalten
und dann hast du nicht diese komischen Anzeigen da drin. Das war nicht so optimal. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, vom Flug her, vom Flugverhalten, vom Ansteuerungsverhalten, wirklich optimal. Also das Ding fliegt rechts, links, geradeaus, vor, zurück, Active Track beherrscht sie und eine ganze Menge mehr. Kann man ruhig machen und wie gesagt, immer das Preis-Leistungs-Verhältnis im Auge behalten. Wenn du nicht viel Geld ausgeben möchtest, dafür wirklich eine kompakte Drohne haben willst, kannst du die direkt hier kaufen. Preislich haben wir ja schon drüber geredet. Es gibt die einfache Version und es gibt die Version mit den 2 Akkus, wobei ich immer dazu raten kann, wenn du die Version mit den 2 Akkus bekommst, der Tasche und der Drohne sowie der Steuerung, nimm die einfach, das ist die optimalste Lösung. Und ansonsten für Sparsame, die wirklich nur ein Akku benötigen, geht natürlich dann auch die Drohne zum Preis von 300 oder 279 Euro mit einem Akku. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit der FIMI X8 Mini V2. Alle Infos gibt es nochmal direkt hier in meiner Videobeschreibung. Das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.